Hallo meine Lieben, ich zeige euch heute 6 richtig starke Rezepte aus der Heißluftfritteuse. Von den perfekten Pommes bis hin zu gesunden Snacks und schnellen, herzhaften Gerichten ist alles dabei. Und bleibt bis zum Schluss dran, denn mein persönlicher Favorit, der kommt am Ende. Wir starten mit dem absoluten Klassiker für die Heißluftfritteuse, nämlich die perfekte, knusprige Pommes. Dafür schälen wir erstmal unsere Kartoffeln. Mehlig kochende sind am besten, die werden schön knusprig. Und schneiden sie in die gewünschte Form. Ich mache sie am liebsten ein bisschen dicker, aber gleichmäßig sollten sie sein. Dann geben wir sie in Wasser und waschen einmal die überschüssige Stärke ab. Die würde nämlich dazu führen, dass sie ungleichmäßig bräunen. Und jetzt kommt was Wichtiges, wir setzen sie mit kaltem Wasser an. Pro Liter geben wir 2 Esslöffel hellen Essig dazu. Der sorgt dafür, dass die Pommes beim Vorkochen außen fester bleibt und nicht zerfällt. Etwas Salz dazugeben. Und jetzt kocht ihr die Pommes so lange vor, bis sie fast gar sind. Wichtig ist aber, dass sie nicht zerfallen. Deswegen immer probieren. Das kann irgendwo zwischen 4 und 10 Minuten liegen, in dem Fall fast 10 Minuten. Anschließend verteilen wir sie auf einem Tuch und lassen sie einmal komplett abkühlen. Wenn ihr diesen Schritt am Vortag macht, wandelt sich ein Teil der Stärke in resistente Stärke um, was dafür sorgt, dass ein Teil der Kalorien nicht von eurem Körper aufgenommen wird. Dann gehen 2 Esslöffel Pflanzenöl dazu, ihr könntet auch wunderbar Olivenöl verwenden. Einmal gut durchmischen, dann gut in dem Korb verteilen. Wichtig ist, dass sie ausreichend Platz haben, dass die Luft zirkulieren kann, sonst werden sie nicht knusprig. Dann nutzen wir die Airfry-Funktion, 20 Minuten bei 180 Grad, bis sie schön knusprig sind. Nach der Hälfte der Zeit schwenken wir die Pommes einmal durch. Und während wir auf die perfekte Pommes warten, könnt ihr mir schon mal ein Abo dalassen. Das ist auch völlig kostenlos, denn dann verpasst ihr keines meiner Rezepte mehr. Und nach 20 Minuten schauen meine Pommes so aus, richtig gut, fast wie aus der Fritteuse, nur viel gesünder. Die gehen dann nochmal in die Schüssel. Ich würze hier nur mit Salz, kurz durchschwenken und fertig sind die Pommes. Super lecker! So, an der Stelle ein kurzes Dankeschön an den Sponsor des heutigen Videos, die Firma Cosori. Die haben gerade diese wunderschöne Heißluftfritteuse rausgebracht, gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Und das Schöne an dieser Heißluftfritteuse ist, dass die Körbe komplett PFAS-frei sind, also ohne Teflonbeschichtung. Hier bleibt absolut nichts dran hängen. Das heißt, ihr könnt hier mit ganz wenig Öl kochen, was perfekt ist für eine gesunde Küche. Außerdem seid ihr hier mit den verschiedensten Einstellungen und einem Temperaturbereich von 30 bis 230 Grad allen Anforderungen in der Küche gewachsen. Technikaffine können über die hauseigene App die verschiedenen Funktionen ansteuern. Außerdem gibt es eine praktische Kochtabelle, wo ihr Richtwerte findet und jede Menge leckere Rezepte, die ihr natürlich auch teilen könnt. Und noch dazu gibt es 5 Jahre Garantie auf die Cosori Iconic Single. Da sieht man, wie viel Vertrauen die in das Gerät setzen. Einen Link zu der Webseite findet ihr in der Beschreibung und in den Kommentaren angepinnt. Da findet ihr auch alle anderen Heißluftfritteusen und Geräte von Cosori. Da findet jeder das passende Gerät. Das nächste Rezept werdet ihr lieben: gesunde und absolut leckere Grünkohlchips in 5 Minuten. Dafür waschen wir den Grünkohl einmal gründlich. Achtet darauf, dass ihr die Blätter nicht zu klein macht. Anschließend trocknen wir den Grünkohl gut. Ich mache das hier zuerst in der Salatschleuder und dann gebe ich nochmal auf ein Küchenpapier und tupfe es ordentlich trocken. Dann in der Schüssel mit etwas Olivenöl einsprühen. Wer keine Flasche hat, nimmt einfach einen Teelöffel Olivenöl so mit rein. Salz dazugeben, durchmengen. Und jetzt packen wir nur so viel Grünkohl in den Korb, dass der Boden gerade bedeckt ist und die Luft gut zirkulieren kann. Hier nutzen wir jetzt die Backfunktion 155 Grad für 5 Minuten, denn hier wird der Luftstrom runtergeregelt, ansonsten würde der Grünkohl durch die Heißluftfritteuse fliegen. Und nach 5 Minuten haben wir wunderschöne, knusprige Grünkohlchips und erst jetzt geben wir die zweite Portion rein und wiederholen die Prozedur nochmal. Und so einfach habt ihr einen gesunden und leckeren Snack, den ihr beim Fernsehabend ohne Reue snacken könnt. Ich würde sagen, das Geräusch spricht für sich. Das nächste Rezept ist ein gerösteter Blumenkohl mit Kichererbsen und Tofu-Creme. Dafür schneiden wir als erstes den Blumenkohl mal in Röschen. Dann natürlich wie jedes Gemüse immer schön waschen. Und danach müssen wir es natürlich auch wieder trocken machen. Am besten geht das hier in so einem Tuch. Dann mache ich mir eine einfache Marinade mit etwas Olivenöl, edelsüßem Paprika, ein bisschen Kreuzkümmel. Aber da könnt ihr euch natürlich austoben, wie ihr wollt. Pfeffer aus der Mühle und Salz darf natürlich auch nicht fehlen. Einmal kurz durchmischen. Und schon ist das fertig. Jetzt geht der Blumenkohl zurück, wird gut durchgemischt. Am besten funktioniert das mit den Händen. Und dann geht es auch schon ab in unseren Korb. Das Gitter habe ich jetzt hier in dem Fall rausgenommen. Und weiter geht es mit den Kichererbsen. Da nehme ich die gleichen Gewürze. Wenn ihr eine größere Schüssel nehmt, könnt ihr auch alles zusammen einfach durchmischen. So, auch die gebe ich dazu. Und dann geht es auch schon in die Heißluftfritteuse. Auch hier wieder die Airfry-Funktion, 190 Grad für 15 Minuten.
Währenddessen machen wir uns eine ganz einfache Tofu-Creme. Ich nehme hier festen Tofu, ab in ein Mixgerät, 2 Esslöffel Tahin dazu, das ist eine Sesampaste, den Saft von einer halben Zitrone, dann nur würzen mit Salz und Pfeffer. Und jetzt wird gemixt, bis der Tofu schön cremig ist. Zwischendrin immer mal den Rand sauber machen und eventuell die Konsistenz mit etwas kaltem Wasser anpassen. Und wenn unser Tofu dann so aussieht, dann ist er genau richtig. Nach 15 Minuten ist der Blumenkohl wunderschön angeröstet, duftet herrlich und so könnt ihr ihn auch prima für Salate verwenden. Jetzt nur noch schön die Tofu-Creme auf einem Teller anrichten, den Blumenkohl darauf verteilen mit den Kichererbsen. Ich mache gerne noch einen Schlenker Olivenöl drüber und ein bisschen frisch gehackte Petersilie. Das ist wirklich super lecker und da ist alles drin, was ihr braucht. Als nächstes kommt ein super leckerer und gesunder Kichererbsen-Snack. Der bringt viel Protein und Ballaststoffe und schmeckt einfach richtig gut. Dafür waschen wir die Kichererbsen einmal ab, trocknen sie anschließend wieder gut. Ein Esslöffel Olivenöl dazu und dann die Gewürze eurer Wahl. Ich habe hier einmal Kreuzkümmel, Edelsüßen, Paprika, ein bisschen Cayenne, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver. Das findet ihr aber alles nochmal unten in der Beschreibung. Natürlich Salz und Pfeffer. Gut durchmischen und schon geht es ab in unseren Korb. Auch hier wieder ohne Gitter. Und den geben wir jetzt 20 Minuten bei 180 Grad Airfry-Funktion. Zwischendrin könnt ihr die immer mal durchschwenken. Und so schnell habt ihr einen super leckeren und gesunden Snack für zwischendurch. Die kleinen Dinger könnt ihr übrigens im Glas auch lagern. Und ich sag euch, die sind richtig lecker und machen süchtig. Probiert das mal als gesunden Snack für eure Kinder und schreibt mir in die Kommentare, wie es angekommen ist. Ich glaube, sie werden es auch lieben. Als nächstes machen wir ein herrliches Omelett, perfekt als ein einfaches Mittagessen oder auch Abendessen. Dafür schlagen wir zuerst mal die Eier in eine Schüssel. Ich nehme pro Person 3 Stück und würzen mit Salz und Pfeffer. Gut verquirlen. Dann geht es schon weiter mit unserem Korb. Ich lege mir jetzt hier ein Backpapier rein, das habe ich selbst zurechtgeschnitten. Es gibt aber auch fertige. Dann verteile ich darauf ein bisschen Feta-Käse, eine gute Handvoll Spinat, halbierte Kirschtomaten und ein bisschen frisch geriebener Käse, zum Beispiel Gouda oder Edamer, was ihr am liebsten esst. Dann kann das schon wieder in die Heißluftfritteuse. Auch hier verwende ich die Backfunktion, damit der Ventilator nicht zu stark ist. 170 Grad für 17 Minuten. Und so schnell habt ihr ein richtig leckeres Essen fertig. Super lecker und einfach. Und zu guter Letzt mein persönlicher Favorit, lecker knusprige Baguette. Dafür brauchen wir Baguette zum Aufbacken. Die halbieren wir einmal der Länge nach, schneiden sie in der Mitte durch, sodass sie schön in den Airfryer passen. Ich sprühe sie hier mit Olivenöl ein, ihr könntet aber auch etwas Butter nehmen. Dann backen wir die Baguette einmal vor auf der Backfunktion 200 Grad für 4 Minuten. In der Zeit machen wir uns eine schnelle Bechamel, die ist optional, macht es aber besser. Dafür nehme ich 10 Gramm Butter mit 10 Gramm Mehl, einmal vermischen, dass es gebunden ist. Und dann gehen nach und nach 100 Milliliter kalte Milch dazu. Immer schön glatt rühren zwischendrin, bevor die nächste Milch dazu geht. Ihr könnt es auch ohne Bechamelsoße machen, mir schmeckt es besser mit. Wichtig ist, die Soße einmal aufzukochen. Ich schmecke sie ab mit frischer Muskatnuss und etwas Salz. Ich habe die Soße hier bewusst etwas dicker gemacht, dass man sie nachher schön streichen kann. Dann schneide ich noch etwas gelbe und rote Paprika in feine Würfel. Nach 4 Minuten sind die Baguette wunderbar getoastet und knusprig. Dann schneide ich noch ein bisschen Salami in feine Würfel. Ihr könntet aber auch Kochschinken nehmen zum Beispiel. Und frisch geriebener Käse ist immer gut. Ich nehme in dem Fall einen Gouda. Jetzt können wir die Baguette auch schon dünn mit unserer Bechamelsoße einstreichen. Und dadurch, dass wir die vorgebacken haben, wird die Anschnittfläche auch schön knusprig sein am Ende. Noch etwas Tomatensoße drauf verteilen. Ich habe hier einfach eine fertige genommen in dem Fall. Und jetzt müssen wir nur noch unseren Belag gleichmäßig auf dem Baguette verteilen und dann großzügig mit Käse abdecken. Wieder ab in die Heißluftfritteuse, die Backfunktion verwenden, 200 Grad für ungefähr 5 Minuten, bis sie schön knusprig sind und der Käse goldgelb ist. Und schon sind die fertig und jetzt mal ganz ehrlich, schaut das nicht super lecker aus einfach? So, und ich habe ja gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Jetzt hört euch das an. Die sind wirklich super, super lecker. So, das war's für heute. Ich hoffe, die Rezepte haben euch gefallen. Mehr Heißluftfritteusen-Rezepte verlinke ich euch hier oben in der Playlist. Und wenn euch die Cosori Iconic Single interessiert, den Link findet ihr wie gesagt unten in der Beschreibung und in den Videokommentaren. Habe ich oben angepinnt. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne noch einen Daumen hoch da lassen. Und damit sage ich Tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.